Um die Funktionsweise des Controllerboards besser verstehen zu können, besteht die Möglichkeit, sich die Werte des Tasters einblenden zu lassen, indem man das Häkchen vor dem entsprechenden Sensor setzt. Der Wert des Tasters beträgt 0, wenn der Taster nicht gedrückt ist, bzw. 1, wenn der Taster gedrückt ist. In dieser Anwendung soll die Figur bei Tastendruck springen. Dazu wird in einer Falsabfrage geprüft, ob der Wert des Tasters 1 beträgt. Ist dies der Fall, springt die Figur in die Luft. Nach einer kurzen Pause kehrt die Figur wieder zum Boden zurück. Die anschließende Pause ist für den Sprung nicht erforderlich, sorgt aber dafür, dass die Figur nicht zweimal springt, sofern man zu lange den Taster gedrückt hält. In der zweiten Anwendung soll sich die Figur beim Druck auf den rechten Taster drehen. Ebenfalls wird die entsprechende Taste auf 1 überprüft. Für eine gleichmäßige Bewegung wird eine 15-Grad-Drehung 24 Mal wiederholt, um die vollen 360 Grad zu erreichen. Der eingeblendete Sensorwert dient lediglich als Hilfe für Anfänger und kann mit einem Rechtsklick und anschließender Bestätigung auf Verstecke dich wieder ausgeblendet werden.